Hi und herzlich willkommen zu Laura's Live Lounge. Ich habe heute eine Künstlerin zu mir eingeladen, die ihre Liebe zur Musik mit den Menschen auf der Straße teilt. Hier ist Anna Can. Beladen mit Verstärker, Gitarre und Hund kämpft Anna Can sich täglich durch Fußgängerzonen. Frei sein steht für sie an erster Stelle. Seit 2 Jahren lebt Anna deshalb ausschließlich von der Straßenmusik. Neben Coversongs präsentiert sie am liebsten ihre eigenen Lieder. Ihren Stil beschreibt die Songwriterin als Indie-Akustik-Pop. Manchmal spielt sie auch auf Hochzeiten oder anderen Events. Doch die Straßenmusik würde sie dafür nicht aufgeben. Mit dem Van reist Anna durch ganz Süddeutschland, spielt und übernachtet an den Plätzen, an denen sie sich am wohlsten fühlt. Wichtig ist ihr dabei immer, dass sie selbst die volle Kontrolle über ihr Leben und ihre Freiheit hat. Immer unterwegs, überall zu Hause. Und die Musik stets im Gepäck. Und jetzt ist sie hier bei mir, Anna Can. Schön, dass du da bist. Hi. Hallo. Anna, du sagst ja selbst, dass die Musik, der Wunsch, Musik zu machen, schon immer in dir war. Was bedeutet die Musik für dich? Also für mich ist es quasi nicht wegzudenken aus meinem Leben. Es begleitet mich jeden Tag. Ich laufe immer mit Ohrwürmern rum und achte immer auf Texte, auf Melodien. Und es gehört quasi zu meinem Leben, so wie es Atmen. Und du bist eigentlich ganz aus Versehen zur Straßenmusik gekommen. Ja. Was ist die Geschichte dahinter? Also ich war ganz, ganz schüchtern, da war ich 17 und habe mich nie getraut zu singen. Es war so meine heimliche Liebe. Und dann war ich in Heidelberg mit einer Freundin abends und ich dachte, ich muss mich jetzt ins eiskalte Wasser werfen und einfach singen. A cappella, ohne irgendwas. Und dann kam ein Mann und hat mir so irgendwie ein paar Euros auf meine Tasche, die da lag, draufgeworfen. Ich so, okay, was war das? Und so habe ich aus Versehen quasi Straßenmusik gemacht. Also so fing das an. Sehr cool. Also es war so ein bisschen eigentlich eine Mutprobe und daraus entstand dann so was Schönes. Ja. Ne? Und die Leute bleiben ja auch wirklich stehen, die gucken dir zu, die machen mit. Was fühlst du dabei dann, wenn die da stehen bleiben und dir zuhören? Ich vergesse mich dann ein bisschen, muss ich sagen, irgendwie, weil es wird dann so eins. Also die Leute werden dann so ein Teil von dem, was ich da, von diesem Kreis, den ich da anfange. Und ich fühle dann so ein Verbundenheitsgefühl auf jeden Fall mit irgendwelchen fremden Menschen, die sich auch dann in dem Moment verbunden fühlen. Und ich würde sagen, Verbundenheit und Freude auf jeden Fall. Manchmal bin ich, wenn ich in einen Song tief drin bin, dann fühle ich auch gerade den Song quasi in dem Moment. Ob da 5 Leute stehen oder 500 oder gerade keiner vorbeiläuft, war auch schon so, dass ich da abends gespielt habe, irgendwie in der Fußgängerzone. Und ich hatte einfach so Lust, ich hatte einen neuen Song, den zu spielen. Und ich bin dann in so einem Flow drin, wie in so einer Art Trance-Zustand ein bisschen manchmal, halt in der Musik. Und dann kam da auch so ein Polizist, hat gemeint, Entschuldigung, junge Dame, aber hier ist doch gar niemand mehr. Warum spielen Sie denn noch? Ich so, ja, weil es mir so Spaß macht. Du machst es jetzt circa 2 Jahre. Das heißt, du hast auch schon mal Winter mitgemacht. Weil den Sommer stelle ich mir traumhaft vor, aber der Winter ist hart, oder? Der Winter ist hart, aber hat auch was. Also gerade wenn es keiner erwartet, dass da jemand steht. Und gerade in dieser tristen, dunklen Zeit fand ich es, also hätte ich mir auch selber gewünscht, wenn ich da in der Straße laufe, dass da jemand ist, der da so ein bisschen die Magie wieder reinbringt. So ein bisschen Sonnenschein in die Herzen quasi. Also es hat beides seine guten, schlichten Seiten. Du hast ja trotzdem Ausgaben. Du zahlst deine Versicherung, Lebenskosten, dein Auto. Ja. Merkst du dann, dass du Einsparungen machen musst im Winter? Schon ein bisschen auf jeden Fall, weil ich nicht so oft spiele. Aber das weiß ich ja vorher schon und deswegen rüste ich da quasi auch vor oder lege was zur Seite, dass ich da über die Runden komme, auch im Winter. Gerade so ein bisschen diese Geldfrage, die kommt ja, denke ich, immer wieder. Definitiv. Straßenmusik, ich meine, wir müssen keine genauen Zahlen nennen, aber kannst du sagen, grob geschätzt, was vielleicht der schlechteste Tag eingebracht hat, was dein bester Tag zum Beispiel schon mal eingebracht hat? Also, ich muss sagen, seitdem ich gesagt habe, dass ich das wirklich hauptberuflich mache und es so dazu gestanden habe, das zu machen, seitdem lief es auch viel besser irgendwie, anstatt immer nur so nebenher. Ich habe das ja viel vorher auch immer mal wieder gemacht mit der Straßenmusik. Und Minimum ist so zwischen 20 und 30 Euro. Und das Beste, was ich bis jetzt verdient habe, da war ich auf dem New Pop Festival in Baden-Baden. Und da habe ich 2 Tage gespielt und da habe ich für meine CD gespielt, also die ich 1000-mal gepresst habe jetzt. Und das habe ich auch erwähnt.
Und ja, es hat auf jeden Fall gereicht, in den 2 Tagen meine CDs zu pressen. Also das war richtig mega gut. Gibt es da nicht auch Leute, wenn du es dann Freunden oder so erzählst, die dann sagen, oh Mann, du machst da gar nichts, du stellst dich einfach nur hin und singst und verdienst so viel Geld damit? Definitiv wird es so ein bisschen manchmal so, es kann doch nicht sein, dass es so einfach geht, aber es ist ja auch nicht so easy peasy. Ich beam mich dahin, stehe da, mach Musik, werde mit Geld überhäuft und das war's. Das ist ja nicht so. Hast du schon mal daran gedacht, wie lange du noch Straßenmusik machen willst? Wie gehst du mit dem Gedanken an deine Zukunft um? Also ich bin nicht so die ganz, ganz weit Vorausdenkerin. Ich mache das, was mir jetzt gefällt und was mich jetzt erfüllt. Und das ist auf jeden Fall das mit der Straßenmusik und überhaupt Musik machen, Musik aufnehmen, dabei reisen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich das die nächsten paar Jahre so machen will. Ja. Und dann werde ich sehen, wie ich mich fühle, was ich machen will. Das werde ich dann in dem Moment wissen. Was inspiriert dich denn beim Songwriting oder was an der Straßenmusik inspiriert dich beim Songwriting? Also wenn ich einen Song schreibe, denke ich gar nicht so arg daran, dass ich den jetzt auf der Straße performen werde. Da bin ich eher so ganz bei mir und lasse es einfach passieren. Und es passiert dann so aus dem Moment heraus. Also ich lasse mich selber quasi von mir im Moment überraschen, was da aus mir rauskommt. Weil ich habe ja immer ein Gefühl, es geht mir immer irgendwie, es ist immer irgendwas passiert. Und also ich denke nicht drüber nach und schreibe es auf, sondern ich lasse es einfach raus und das ist dann quasi. Schön, dann freuen wir uns gleich, was Eigenes von dir zu hören. Vorher habe ich noch kurz ein kleines Spiel für dich. Okay. Das heißt 5 Fakten, 5 Stories. Ich gebe dir 5 Stichworte und du kannst mir kurz was dazu sagen, was dir dazu einfällt. Ich lege einfach mal los. Armenisch. Armenisch ist meine Muttersprache, genau. Ich bin zwar im Iran geboren und ich bin mit 5 Monaten sind wir nach Deutschland geflohen quasi. Aber meine Muttersprache ist Armenisch und das haben mir meine Eltern beigebracht, das sprechen wir auch immer noch. Vanlife. 50% meines Lebens ist Straßenmusik, 50% ist Vanlife. Also das, so würde ich das jetzt grob beschreiben, es passt einfach für mich perfekt zusammen. Ich will mein Zuhause auf Rädern immer bei mir dabei haben. Das ist für mich halt auch wieder dieser große Punkt Freiheit und Unabhängigkeit. Deswegen, ja. Mimi. Mimi ist mein Hund. Ja. Die ist auch immer dabei. Sie ist mein absolutes Ein und Alles. Süß. Ordnungsamt und Polizei. Ja, mal so, mal so. Manchmal komme ich quasi davon, ungeschoren. Manchmal werde ich aufgehalten, muss aufhören, muss zusammenpacken, werde verwarnt, kann dann nicht mal in der Stadt spielen. Es gibt ja bestimmte Regeln und Zeiten und so weiter. Aber ja, es geht irgendwie. Lieder mit deutschen Texten. Also meine EP ist jetzt Englisch, um mehr Leute zu erreichen, nur weil es sich einfach so angefühlt hat jetzt. Aber ich liebe auch die deutsche Sprache, weil da kann man sich auch nicht so verstecken wie im Englischen. Und vor allem merke ich auch auf der Straße, wenn ich Deutsch singe, dass ältere Leute zum Beispiel mich dann auch verstehen und sich direkt angesprochen fühlen, sich umdrehen, oh, hat die jetzt gerade mich gemeint? Und ich singe halt auch extra so deutsche Lieder, die so ein bisschen ansprechend sind. Also ich finde beides toll, Deutsch und Englisch. Ja, und wir wollen dich jetzt natürlich auch singen hören. Das heißt, du hast gleich unsere Live-Stage für dich ganz alleine. Und an euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Abonniert diesen Channel für noch mehr Folgen. Und wenn ihr Annas EP haben wollt, dann guckt mal unten in der Infobox. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Anna Can und ihrer Single Atomic Love. Ciao und bis zum nächsten Mal. Start act like a fool if I don't get what only you can give me. I don't need anything at all. What am I going to do now? I lose myself, start act like a fool if I don't get what only you can give me. I don't need anything at all. Atomic love, I need atomic love, atomic love from you. Stop because you don't know how. You fool yourself, stop, play like it's cool. I ask myself if I can stand this forever and ever with you. Oh, stop, because you don't know how.
myself if I can't stand this forever and ever and ever, ever. Atomic love, I need atomic love, atomic love from you. Stop because you don't know how. You'll fool yourself, stop, play like it's cool. I ask myself if I can't stand this forever and ever and ever, ever. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da-da-da-da. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da-da-da-da-da. Ba-da, ba-da. Atomic love, I need atomic love, atomic love from you, from you, from you. Atomic love, I need atomic